Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute reden wir mal wieder über Christian Tietz, der eventuell zu einem anderen Verein wechseln könnte, nämlich die SVE, also SV aus Elversberg. Ja, es wird langsam verrückt und absolut dämlich, muss man einfach so sagen, und auch fast schon sinnlos. Es wirkt, als hätte Tietz unglaubliche Probleme, einen Verein zu finden. Und das merkt man jetzt einfach ganz klar, indem man einfach versucht, jetzt irgendwie einen anderen Verein zu bekommen. Ich verstehe das Ganze nicht, weil man einfach ganz klar sagen muss, in Magdeburg hat er was. Hat er was Standfestes, hat er was richtig Geiles. Im deutschen Fußball kannst du nicht angenehmer arbeiten als beim ersten FCM oder vielleicht Heidenheim. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele geile Vereine, die wirklich auf den Trainer einfach setzen. Auch Freiburg ist eine geile Option und es klappt einfach. Egal bei welchem Verein. Heidenheim hat unglaublichen Erfolg für das Ermitteln, was sie haben. Die haben europäisch gespielt. Freiburg hat auch ins europäische Geschäft schon wieder geschafft. Einfach nur, weil sie dem Trainer vertrauen, und das ist halt einfach heutzutage in wirklich einem sehr, sehr krassen Fußballgeschäft, was eigentlich wo es nur noch um Geld geht, verrückt. Und jetzt ist es ganz klar, Tietz ist scheinbar bei Hannover 96 nicht mehr so eine Option. Das hatten wir ja. Köln ist raus, Schalke ist raus. So, jetzt haben wir schon mal die Option. England gab es noch keine Gespräche, null. Scheint kein Interesse von Tietz zu sein. Bundesliga ist auch scheinbar raus. Das heißt, wenn Wolfsburg ihn jetzt nach guten Gesprächen nicht haben will, ist kein Bundesligist mehr an ihn interessiert, und das war sein Ziel. Er wollte in die Bundesliga. Und scheint das jetzt nicht zu klappen, könnte es dazu kommen, dass Tietz nach Elversberg wechselt. Aber da scheint er auch nicht Platz 1 auf der Liste zu sein. Denn da soll es Heiko Vogel noch mal ein bisschen weiter vorne stehen. Aber da ist aktuell noch keine Entscheidung gefallen, wer es von den beiden werden soll. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Tietz ist meistens nur Nummer 2 oder Nummer 3, selbst bei Vereinen wie Schalke. Ein Verein wie Schalke, die jetzt lieber anstatt 500.000 für einen erfahrenen Zweitligatrainer über 1 Million ausgeben für einen Trainer, der abgestiegen ist mit einer Championship-Mannschaft, die aber wirklich unter ihm eine gute Rolle gespielt hat. Trotzdem entscheiden sie sich lieber für einen Absteiger anstatt für einen wirklich fast Aufsteiger in die Bundesliga. Und das sagt schon viel aus. Ich weiß nicht warum, aber dass man dann den FCM so sehr in den Arsch tritt, verstehe ich nicht. Und ich muss es, glaube ich, sagen, ich persönlich glaube nicht, dass Tietz jetzt bei irgendeinem anderen Club ihm besser geht. Vor allem nicht bei der SV Elversberg. Ich glaube, man kann die Kader ganz gut vergleichen nach aktuellem Stand. Und es steht noch nichts fest. Es geht nur nach aktuellem Stand. Er hat in Magdeburg ein Grundgerüst, mit welchem er schon mehrmals gearbeitet hat. Mehrere Saisons, es sind kaum Topspieler gegangen nach aktuellem Stand. Und zudem kannst du darauf aufbauen. Ist jetzt nicht so, dass wir komplett eine Grottensaison gespielt haben. Nein, wir haben oben mitgespielt und waren bis zum 32. Spieltag im Aufstiegskampf. Du kannst mit guten Ergänzungen auf dem rechten Flügel, wo dir jetzt ein Stürmer fehlt, und auf der 10er-Position, wo du jetzt am besten 2 gute Spieler holen musst, perfekt ergänzen, und damit kannst du nächste Saison wieder im Aufstieg spielen. Aber irgendwie scheint das Tietz überhaupt nichts wert zu sein beim FCM, und es tut in meinen Augen einfach nur weh, das zu sehen, dass er jetzt Verein nach Verein abklappert, aber dann nie die erste Option ist. Und auch nicht gewollt ist auf gut Deutsch, obwohl er wirklich ein guter Trainer ist. Es tut mir mittlerweile einfach nur noch für ihn leid, weil er sich da einfach komplett verpokert hat nach aktuellem Stand und es einfach nicht geschafft hat, eine Top-Option zu sein bei egal welchem Verein. Auch das liegt wahrscheinlich an harten Verhandlungen mit Ottmar Schork. Vielleicht war auch das der Knackpunkt. Ich weiß es nicht. Aber nach aktuellem Stand haben wir auch keine Informationen, warum er denn wechseln möchte. Es war ganz klar das Ziel, in die Bundesliga zu kommen. Es gab keinen Streit mit Ottmar Schork, das können wir direkt mal abhaken. Da war nichts. Sie sind gut miteinander. Also da wird nichts gewesen sein. Das ist sicher. Und das Einzige, was er will, ist einfach Bundesliga spielen. Das schafft er aber nach aktuellem Transfermarktstand nicht mehr.
dass er es noch so in die Bundesliga schafft. Es wird nicht passieren. Und das ist halt das, was man ganz klar kritisch ihm anrechnen muss. Er hat es nicht geschafft, nachdem er klar gesagt hat, dass er wechseln möchte, einen Bundesligisten zu finden, der ihn haben möchte. Steffen direkt nach Werder Bremen gegangen. Aktuell hat nur noch Leipzig und meines Wissensstands nach Wolfsburg eine Stelle offen. Die beiden Vereine sind aber scheinbar nicht interessiert mehr. Wolfsburg war ja sehr lange in Gesprächen mit ihm. Scheinbar wird das jetzt aber nichts mehr, wenn man so hört, dass jetzt auch noch Elversberg ihn haben will und er vielleicht nach Elversberg will. Ja, das sind halt wirklich Dinge, die ich nicht verstehe. Und wie gesagt, wenn man den Kader vergleicht, haben wir aktuell den besseren Kader als Elversberg. Da gehen die Topspieler Damar, Baum und Aslani. Das hast du beim FCM nicht so krass. Du hast halt den wichtigsten Bestandteil auf dem Flügel gehalten. Du hast Barisch Artig gehalten, du hast Martin Kars gehalten, du hast Alexander Neuenberger gehalten, deine ganze Innenverteidigerkette bleibt, du hast deinen Top-Torhüter behalten, du hast alles, wirklich alles Wichtige gehalten. Aber scheinbar reicht das für ihn nicht. Und das ist für mich so unverständlich, weil er halt wirklich hier was hat, was wirklich besonders ist. Du hast Fans in deinem Rücken, wirklich, die eigentlich geglaubt haben wie sonst was, die dich wirklich auf Händen tragen. Und das ist einfach so, weil du halt ein Trainer bist, der wirklich menschlich überzeugt hat, was sehr, sehr schwierig in Magdeburg ist, meiner Meinung nach. Das ist nicht so einfach, dass wir sagen, ja, jeder Trainer ist jetzt bei uns so herzlich willkommen. Das hat schon was damit zu tun, dass du wirklich einen guten Job gemacht hast und zudem menschlich ein guter Mensch bist, wenn man sieht, was er für Aktionen mit sich bringt, mit Rheumakindern und so weiter. Also da geht mir immer das Herz auf, wenn man ihn dann einfach sieht, wie er redet, wie glücklich er ist, wenn da Leute helfen. Aber all das wird einfach nicht wertgeschätzt, habe ich so ein Gefühl. Und das tut einfach nur im Herzen weh. Vor allem, weil man sich immer gedacht hat, dass er dieser Trainer ist, der wirklich sowas wertschätzt. Ja, aber scheinbar täuscht man sich in dem Moment dann auch sehr. Und ich glaube, da hat sich auch Ottmar getäuscht. Wie es jetzt weitergeht, das ist natürlich die große Frage. Ich glaube nicht, dass Tietz noch einen Verein finden wird, nach aktuellem Stand, außer es wird wirklich noch Elversberg werden. Aber das wäre echt ein richtiger Schlag in die Fresse, das muss man schon so sagen. Ja. Er hatte hier den Kader, den er kennt und der aktuell besser ist als der Elversberg-Kader. Das muss man halt einfach so sagen. Es ist halt so. Es ist ein Fakt. Wir schauen, was wird. Eure Meinung sehe ich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt, ob Tietz noch wechseln wird oder beim FCM bleibt. Auch hier muss ich ganz klar sagen, ich bin nicht für den Rausschmiss. Falls es kommen sollte, dass er bleibt, dann würde ich gerne versuchen, mit ihm zu arbeiten, diese Saison, weil er wirklich ein guter Trainer ist und ich mir vorstellen kann, dass er dann auch mit Herzblut dabei wäre. Am besten wäre es, wenn er seinen Vertrag direkt langfristig verlängert. So zeigt er noch wenigstens, dass er wirklich da ist mit dem Kopf, weil ich glaube, anders kann und werden die Fans ihn nicht ernst nehmen, was Vereinsbindung angeht. Ich glaube, das ist ganz klar und wird sich auf jeden Fall auch die nächsten Monate, Wochen zeigen, wenn er bleibt. Da muss er sich erstmal wieder zurück in die Fanherzen spielen und das wird ein sehr, sehr schwieriger Akt werden. Auch für mich. Auch wenn ich sehr, sehr großer Fan von seiner Arbeit bin. Aber wie gesagt, eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, das macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und damit ciao Leute.